Ja, na, das praktische Leben vollzog sich so, dass die Genossenschaftsbauern in der Regel, also wenn sie im Stall gearbeitet haben, gingen sie natürlich gleich an ihrem Arbeitsplatz, aber die in der Feldwirtschaft gearbeitet hat, die kamen morgens zum Hof. Und da wurde dann vom Feldbaubrigadier gesagt, welche Aufgaben anstehen für den Tag. Und dann nahm er sein Arbeitsgeschirr und ging dahin, wo er eben eingeteilt war. In den Ställen regelte sich das mit der Arbeitszeit ja von ganz alleine. Um 4 waren die Melker im Stall oder im Schweinestall dann auch zum Füttern. Also das lief dann so ab, dass der Viehzuchtbrigadier kontrollierte, ob das dann alles so lief, wie es vorgesehen ist. Aber in der Feldwirtschaft, wie gesagt, die tägliche Einteilung. Und abends wurde dann in der Regel auch eingeschätzt, wie die Leistung war. Und dementsprechend gab es eine Tabelle an der Wandtafel in der LPG. Da wurden die Arbeitseinheiten eingetragen. Also 1,1 oder 1,2 Arbeitseinheiten an dem Tag für jeden Namen. Das heißt, jeder Genossenschaftsbauer konnte sehen, wie viele Arbeitseinheiten sein Kollege da angeschrieben gekriegt hat. Und das hat natürlich auch Diskussionen gegeben, wenn einer nicht einverstanden war. Er meinte, er hat viel fleißiger gearbeitet, als es in seiner Zahl da zum Ausdruck kam. Dann hat er natürlich auch gefragt, warum habe ich nur 1,1 und der hat 1,3. Dann musste der Brigadier das erklären, warum. Die Bauern nehmen ja auch bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Ne? Die Brigadeversammlungen waren regelmäßig, einmal im Monat. Und die Vollversammlungen waren 2-mal im Jahr, zum Halbjahr und zum Jahresende. Und da konnte jeder seine Meinung sagen. Die Abstimmungen sind offen erfolgt. Ja, gab es auch mal Beschimpfungen oder so, wenn irgendeiner nicht einverstanden war mit einer Regelung, die getroffen wurde. Aber es ist nicht ausgeartet. Ne? Und die Brigadeversammlungen, die waren eigentlich immer ganz unterhaltsam. Und dann gab es Brigadetagebücher, weil die Brigade sollte ja nicht nur, was die Arbeit betrifft, da zusammenwirken, sondern sich auch im geistig-kulturellen Bereich bestimmte Dinge vornehmen, Theaterbesuch, gemeinsam was unternehmen, Ausflug oder so. Das spielte dann eben auch eine Rolle, dass man solche Dinge sich vorgenommen hat. An sich war das dann ja so, dass die Brigaden für ihren Brigadeplan dann zuständig waren. Es gab für jede Brigade einen Plan. Für die Feldbaubrigade waren es natürlich die Erträge, die erreicht werden sollten. Das ist ja manchmal auch etwas kompliziert gewesen hier bei uns, weil wir sehr witterungsabhängig sind. Aber es gab Vorstellungen, Pläne und die wurden vorher von den Spezialistengruppen vorgeschlagen. Da waren dann wirklich die Spezialisten, wenn einer im Kartoffelanbau sich gut auskannte, dann war er eben in der Spezialistengruppe Kartoffel. Also es wurde dann so, die Neigungen und Talente von den Genossenschaftsbauern, die schlugen sich dann in den Spezialistengruppen nieder und die machten dann ihre Vorschläge. Wir könnten so und so viel, wenn wir das und das noch machen, können wir mehr ernten. Und das wurde dann mehr oder weniger Bestandteil der Pläne für die einzelnen Brigaden. So war das im Stall dann auch, im Kuhstall, im Schweinestall, bei den Hühnern. Überall gab es solche Gruppen, die das vorbereitet haben und den entsprechenden Plan dazu. So, und die Pläne wurden dann zusammengefasst und daraus konnte man ja zu DDR-Zeiten am Jahresanfang schon ermitteln, welche Preise man dafür, also welche Erlöse man erzielt, weil die Preise feststanden. Das geht ja heute nicht mehr, aber damals ging das. Da wusste man im Januar, ich kriege dann für die Dezitonne Getreide so und so viel oder für Milch. Und da wurde das Betriebsergebnis schon errechnet, was man erreichen wollte. Und dann ging man mit diesem Plan zum Rat des Kreises und musste dann Rede und Antwort stehen. Die materiellen und auch finanziellen Kennzahlen, weil es jetzt am Ende darum ging, welchen Wert die Arbeitseinheit hat. Okay. Und
Ich sage jetzt mal nur, um das... Das heißt, der war LPG abhängig, der Wert der Arbeitseinheit? Ja, von dem Ergebnis. Okay. Das haben die Genossenschaftsbauern selber festlegen können. Ich sage jetzt mal, die Arbeitseinheit stand 10 Mark. Dann wurden 80% ausgezahlt als Vorschuss, 8 Mark. Und der Rest entsprechend des Ergebnisses am Jahresende. Und das war dann immer der Höhepunkt des Jahres. Die Rechenschaftslegung, auf der verkündet wurde, wie viel nachgezahlt wird. Und ich habe das immer so beobachtet, wenn ich meinen Bericht gehalten habe. Der Anfang hat die Leute gar nicht so sehr interessiert. Aber wenn ich an die Stelle kam, wo gesagt wurde, wir bezahlen so und so viel Prozent nach, da waren sie alle da und in Gedanken hat man schon gesehen, dann haben sie alle gerechnet, wie viel kriege ich denn nachgezahlt. Also das war eigentlich für die Stimulierung, fand ich das gar nicht schlecht, dass man einen Vorschuss und ein Endergebnis hatte. Aber es hat natürlich auch Zeiten gegeben, in den Anfängen der Genossenschaft, da haben die was zurückgebracht. Und das waren natürlich harte Zeiten. Ne? Aber das kenne ich eben nur noch aus Erzählungen von den Genossenschaftsbauern. Das ist nachher nicht mehr passiert. Da ging es jedes Jahr ein kleines bisschen bergauf und das war dann ja auch, mal sagen, möglich durch die entsprechenden Fonds. Es gab dann andere Maschinen, es gab Dünger und Saatgut. Das wurde ja auch Schritt für Schritt wurden ja die Produktionsgrundlagen dann verbessert. Und wenn man dann entsprechend auch investiert hat, dann konnten sich die Betriebe auch ganz gut entwickeln. Das Hauptgespräch war nachher bei der Planabnahme. Und bei der Planabnahme beim Kreis, da wurde ja auch überprüft oder zur Kenntnis genommen, was die LPG sich für Zielstellungen vorgenommen hat. Und dementsprechend wurde ja nachher auch der Wert der Arbeitseinheit bestätigt. Also das musste schon im richtigen Verhältnis sein. Man konnte die Konsumtion nicht unbegrenzt nach oben schrauben, sondern man musste auch seinen bestimmten Anteil im Investitionsfonds haben. Sonst wurde der Plan nicht bestätigt, ne? Und dann gab es kein Geld von der Bank. Na, eigentlich ging es nur um die Konsumption. Ne? Wenn wir gesagt haben, wir möchten jetzt 12 Mark für die Einheit haben und dann, ja, da wurde gern die Bremse angelegt bei der Konsumption. Aber nicht, damit der Rat des Kreises Geld kriegt, sondern dass die investive Grundlage gesichert blieb für die Genossenschaft.